Der Dreißigjährige Krieg, ein Konflikt, der Europa verwüstete und seine Geschichte für immer veränderte. Von 1618 bis 1648. Alles begann mit einem dramatischen Akt des Widerstands in Prag, dem berühmten Fenstersturz. Doch die Wurzeln des Konflikts lagen tiefer, die religiöse Spaltung Europas seit der Reformation. Der Augsburger Religionsfrieden von 1555, Cuius Regio, Eius Religio, konnte die Spannungen nicht dauerhaft lösen, besonders die Calvinisten blieben ein Streitpunkt. Misstrauen und Furcht führten zur Bildung verfeindeter Militärbündnisse, der Protestantischen Union und der Katholischen Liga. Gleichzeitig strebten die katholischen Habsburger Kaiser nach mehr Zentralmacht im Heiligen Römischen Reich und der Rekatholisierung abtrünniger Gebiete. Viele Fürsten wehrten sich gegen diesen Machtanspruch. Zudem mischten sich ausländische Mächte wie Frankreich, Dänemark und Schweden aus Eigeninteresse ein. Nach dem Fenstersturz 1618 wählten die böhmischen Stände einen protestantischen König. Der Aufstand begann. Doch in der Schlacht am Weißen Berg 1620 erlitten die böhmischen Protestanten eine vernichtende Niederlage. Böhmen wurde gewaltsam rekatholisiert, protestantische Adlige enteignet oder hingerichtet. Der dänische König Christian IV. Griff ab 1625 ein, um die Protestanten zu unterstützen und seine Macht in Norddeutschland auszubauen. Er traf auf die kaiserlichen Feldherren Tilly und den brillanten, aber skrupellosen Wallenstein. Dänemark wurde geschlagen. Das Edikt von Restitution 1629 forderte die Rückgabe katholischer Kirchengüter und heizte den Konflikt weiter an. 1630 landete Gustav II. Adolf von Schweden in Deutschland. Seine modernisierte Armee und sein strategisches Geschick veränderten den Kriegsverlauf. Die Schweden errangen bedeutende Siege, wie bei Breitenfeld, und drangen tief ins Reich vor. Doch der Tod Gustav II. In der Schlacht bei Lützen 1632 war ein schwerer Rückschlag für die Protestanten. Nun griff ab 1635 auch das katholische Frankreich unter Kardinal Richelieu offen in den Krieg ein, nicht aus religiösen, sondern aus machtpolitischen Gründen gegen die Habsburger. Der Krieg wurde zu einem europäischen Flächenbrand. Die kämpfenden Heere bestanden oft aus Söldnern, die plündernd und mordend durch die Lande zogen. Die Zivilbevölkerung litt unermesslich unter Hunger, Seuchen wie der Pest und der Brutalität der Soldateska. Grimmelshausens Roman, Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch, zeichnet ein eindringliches Bild dieser Schreckenszeit. Nach Jahrzehnten des Krieges waren alle Seiten erschöpft. Die Sehnsucht nach Frieden wuchs. Langwierige Verhandlungen in Münster und Osnabrück führten schließlich 1648 zum Westfälischen Frieden. Die politische Landkarte Europas wurde neu gezeichnet. Die Macht des Kaisers schwand, die deutschen Fürsten gewannen an Autonomie. Der Calvinismus wurde neben dem Luthertum und Katholizismus als Konfession anerkannt. Frankreich stieg zur führenden Macht in Europa auf. Die Schweiz und die Niederlande erlangten ihre endgültige Unabhängigkeit. Die menschlichen Kosten waren verheerend. In vielen Gebieten des Reiches starben bis zu einem Drittel, mancherorts sogar über die Hälfte der Bevölkerung. Die Überlebenden waren traumatisiert. Ganze Landstriche waren entvölkert und verwüstet. Wirtschaft, Handel und Landwirtschaft lagen danieder. Der Wiederaufbau dauerte Jahrzehnte. Langfristig etablierte der Westfälische Friede das Prinzip der staatlichen Souveränität und das Konzept des europäischen Mächtegleichgewichts. Der Dreißigjährige Krieg bleibt eine tiefe Narbe in der europäischen Geschichte, eine Mahnung an die Schrecken von religiösem Fanatismus und entfesselter Machtpolitik. Ein komplexer Konflikt, dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind und uns die Bedeutung von Frieden und Diplomatie lehren.